Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Bis hierhin sind wir gekommen mit dem Kran. Er steht auf seinen eigenen Rädern. Drehkranz, alles ist natürlich noch nicht da. Der eigentliche Kranaufbau fehlt auch noch komplett. Und damit geht es dann ab heute weiter. Und ich würde sagen, gar nicht lange reden und einfach mal weiterbauen. Jetzt ist es dann endlich passiert, Seite 690, also etwas über die Hälfte der Bauanleitung ist geschafft und jetzt scheitert es an einem Teil. Hier kommt die nächste Steuerung. Ich vermute mal, das wird alles für den Kranausleger und für Seilwinde etc. pp. Und es scheitert wirklich an so einem kleinen Zahnrad. Ich nehme es mal raus. Das ist das gute Stück. Leider auch nicht in aktuellen Sets zu kriegen. Da habe ich natürlich ganz schnell jetzt Bricklink befragt, weil ich möchte das fehlende Teil natürlich auch so schnell wie möglich dann hier bei mir wissen. Da muss ich dann also wirklich jetzt erstmal los und eins bestellen. Ein bisschen ärgerlich, weil für ein Teil, jeder, der das schon mal versucht hat, das kriegt man nicht mal so eben. Man hat da schon Mindestbestellmengen zum größten Teil bei den Händlern. Ich selber habe auch nichts Verwertbares da, wo ich das ausschlachte. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Bricklink befragen und werde zusehen, dass ich das Zahnrad schnellstmöglich hier hinkriege. Werde an der Stelle jetzt dann erst einmal aufhören, lege ich das beiseite. Man kann mit dem Kranausleger oder so weiter dann schon mal mit Sicherheit weitermachen. Da gucke ich mal, dass es hier jetzt nicht zum völligen Stillstand kommt, weil hier liegt ja noch eine Menge rum. Das will alles noch gebaut werden.
Und ich möchte ja auch recht schnell, dass das Ganze dann fertig ist. Also ich lege das dann erstmal beiseite, beschäftige mich mit einem anderen Bauschritt, so dass zumindest diese ganze Krangeschichte weitergeht. Und um das fehlende Zahnrad, da kümmere ich mich dann auch noch.
Damit ihr mir die ganze Zeit nicht nur stumpf beim Bauen zugucken müsst, gebe ich mal wieder ein bisschen Senf dazu. Wie ihr hier sehen könnt, geht das schon so ein bisschen mit dem Ausleger, geht das los. Und genauso wie der Kran wird auch das Ding riesig. Ich sehe gerade, ich habe den hier noch nicht richtig zusammen. Es knackt jetzt mal so kurz, so ist das schon besser. Was ich mal vorwegnehmen möchte, und da werde ich mit Sicherheit noch mal wieder eine Mail schreiben müssen, die Erklärung, wie die Seile geführt werden, die ist sehr schwer, wirklich sehr schwer zu erkennen. Ich habe das jetzt hoffentlich alles richtig gedeutet. Die sollten eigentlich nicht hier oben liegen, die sollten jetzt wieder hier innen drin zurückgehen, aber dann würde Seil über Seil laufen und ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, weil ich ziehe hier an beiden Seilen und es hat für mich keine erkennbare Funktion, die vielleicht nur Deko sind. Also da gilt es dann nochmal eine E-Mail zu schreiben. Da hoffe ich auf den Designer, dass man da mal so ein, zwei Detailaufnahmen kriegt. Ich weiß, andere haben den auch schon gebaut und die haben das dann auch hingekriegt. Ich weiß aber auch von dem einen oder anderen, dass der auch sagte, das mit den Seilen, das ist eine absolute Katastrophe. Da grübelt man und grübelt man und grübelt man. Aber da denke ich mal, wenn der Kontakt schon da ist, dann sollte man das auch ausnutzen. Sollte einfach mal sagen, pass auf, hier gibt es Probleme. Vielleicht guckt Jeroen ja jetzt auch gerade zu. Das mag natürlich sein, wäre sehr schön. Und sieht, wo ich gerade bin und sagt, okay, mache ich mal schnell 2, 3 Fotos, schicke ich ihm zu. Mal schauen, wer da schneller ist, das Video oder meine E-Mail. Ansonsten, es ist alles wie gehabt. Die Steine, die Konstruktion als solches ist unglaublich stabil. Angst macht mir nach wie vor die Technik hier drin. Hier mag es sogar funktionieren. Hier ist nicht, dass hier 7, 8 Zahnräder ineinander greifen müssen. Das ist jetzt in diesem Schritt noch nicht so. Das ist dann eher beim Fahrwagen das Problem, was ich da auf mich zukommen sehe. Hier gehe ich davon aus, die Technik, das könnte sogar funktionieren. Es ist nicht die Lego-Qualität, das müssen wir ganz klar betonen und das sage ich auch immer wieder und das sage ich auch gerne, weil das ist einfach so. Die Technik oder die Technikteile sind nicht 100% so, wie wir es aus Dänemark gewohnt sind und deswegen denke ich mal, wird es hier auch Probleme geben. Das habe ich auch schon gehört mit brechenden Zahnrädern etc. Ich bin da einfach mal nur gespannt, aber ihr seht es ja selber, hier liegt noch so viel rum, der Weg dahin ist weit. Fehlteile gibt es auch reichlich mittlerweile zu beklagen. Ich habe Glück, dass ich hier noch ein Bugatti rumstehen habe, darf ich nicht mehr sagen, hatte. Das ist also ein wunderbarer Teilelieferant, da sind so viele Technikteile drin verbaut. Den musste ich mittlerweile dann echt ausschlachten und ich musste auch meine Community schon bemühen. Da ist jemand, der hat sich zum Glück auch noch einer gefunden, der ein passendes Zahnrad für mich hatte, weil dieses Zahnrad für die Getriebe, ihr kennt das ja, Umstellung, Funktion 1 und dann die Umstellung auf Funktion 2. Dieses, ich glaube 16 Zähne hatte das, genau 16 Zähne das Zahnrad, also da habe ich dann Bricklink bemüht. Es gibt ja mittlerweile nicht ein aktuelles Set, wo dieses Zahnrad drin zu bekommen wäre. Bislang war es nur eins. Ich hoffe, es bleibt auch bei diesem einen Zahnrad, weil ansonsten muss ich da wirklich den großen Weg über einen Bricklink-Händler gehen, was dann ja auch wieder etliche Tage länger dauern dürfte. Also so bin ich wirklich glücklich, dass sich da jemand gefunden hat, der mir das Ganze aktuell zuschickt. Es ist noch nicht angekommen, aber das soll dann ja auch recht schnell passieren. Danke dafür von dieser Stelle nochmal. So, ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich werde jetzt den Kranausleger nehmen, lege den erstmal beiseite, weil jetzt kommen dann wieder andere Schritte, die gemacht werden müssen. Dann geht es dann noch irgendwann mal mit dem Kollegen da oben weiter, dass ich dann wieder ein stimmiges Bild kriege. Also momentan habe ich so einen Schmierzettel, weil damit ich weiß, wo bin ich gerade, wo habe ich was gemacht, wo habe ich nichts gemacht, dass das später auch alles wieder vernünftig ineinander greift. Gut, genug geredet, würde ich sagen. Habt ihr eine kleine Pause vom Speedbild gehabt und jetzt würde ich sagen, machen wir dann damit weiter.
Das nächste große Bauteil, wir messen es mal. Es ist ja nun mal wirklich recht groß. Wir erinnern uns, der Fahrwagen darunter liegt bei ungefähr 1 Meter und hier sind es jetzt 70 cm. Wenn ich das jetzt so nehme, sind das hier nochmal 30 cm Breite. Ob es dabei bleibt, das ist ja jetzt nicht der Fahrbetrieb. Das sehen wir dann, wenn alles zusammengebaut ist. Mit meinen Bändern habe ich euch gar nicht erzählt. Die sind jetzt weiß. Ich hatte euch ja gezeigt, dass ich mir 100 Meter Maurerschnur in schwarz geholt habe. Das funktionierte mit den Rädern nicht. Ich musste da also nochmal wieder los. Die Maurerschnur war ungefähr 1,8, also es können auch 2 oder 2,1 gewesen sein. Ich bin dann nochmal los und habe nochmal eine Nylonschnur geholt. Diese ist jetzt 1,5 mm und die passt perfekt. Ist leider nicht in schwarz, aber dafür passt sie. Was will man mehr? Und ob das jetzt unbedingt so schlimm ist, ich weiß es nicht. Man wird es sehen, wenn alles da ist, aber ich denke mal nicht und zur Not muss ich es nur noch mal selber streichen. Gut, für heute soll es das dann auch gewesen sein. Ich bin gespannt, was dann so als nächste Superlativen hier zusammengebaut wird. Erfreulicherweise entsteht jetzt hier so ein bisschen Platz. Also ich konnte die ersten Teller und Schüsseln schon wegstellen, weil sie keine Teile mehr beinhaltet haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man abwarten. Ich muss mal gerade ein bisschen rüberschielen. Ich habe jetzt gerade natürlich meine PDF weggemacht. Auf der Seite 1009 von 1175. Das heißt, hier ist nicht mehr viel. Ich muss nochmal wieder zurück, weil ihr erinnert euch, Fehlteil, nochmal woanders weiterbauen. Da kommen noch ein paar hundert Bauschritte dabei. Das waren aber jetzt gar nicht so viele Seiten. Also 2/3 des Ganzen dürften jetzt definitiv schon erledigt sein. Das größte Problem, vermute ich mal, wird wirklich dann bei den Schnüren liegen, dass man da viel gucken muss. Was bleibt mir zu sagen, außer vielen Dank für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen hoch natürlich sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, was hat euch denn nicht gefallen. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann freue ich mich darüber natürlich jederzeit. Wenn ihr ein Abo abschließt, dann versucht doch an die Glocke zu denken, denn wenn ihr dann benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video kommt, ist das unumgänglich. Bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allen Dingen bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen.